Tagebuch Ostfront, Oktober 1943, Heimat. Hier im neuen Krankenhaus ist es doch etwas anders als bei dem vorherigen. Schade, dass Johannes nicht mehr dabei ist. Wir konnten uns gut unterhalten und er war ja auch irgendwie mein Vorleser. Nun hoffe ich, dass mir meine Augen bald wieder zur Verfügung stehen. Gleich am nächsten Morgen wurde ich untersucht. Meinem Arm ging es schon viel besser. Der heilte gut ab. Die Augen, ja, was soll ich sagen? Als die Verbände abgenommen wurden, konnte ich mit dem rechten Auge schon mehr als Umrisse erkennen. Scheinbar war die Verletzung nicht so stark und die Schwellung, die den Sehnerv behinderten, wichen langsam, aber stetig. Das linke Auge, da war noch nichts zu wollen. Der Arzt erklärte auch nicht viel, aber er meinte, dass ich auf einem guten Wege wäre und ich zumindest rechts fast die volle Sehkraft wiedererlangen könnte. Auch wurde mir gesagt, dass es bald Zeit wäre für eine Operation am linken Auge, da dort noch einiges zu machen sei. Schwierig, aber machbar. Kann dauern und es gibt eine geringe Chance, dass es klappen könnte. Das wollte ich eigentlich nicht hören. Ich bin Richtschütze, erklärte ich. Und natürlich brauche ich meine Augen. Mit einem Auge wäre das wohl nicht möglich. Langes Schweigen vom Arzt, aber er meinte, er will mir nichts vormachen. Panzer würde bestimmt wieder gehen, aber nicht an der Zieloptik. Da war 100% auf beiden Augen nötig. Das traf mich schwer. Und ich brauchte einige Zeit, um zu verstehen, was er mir da sagte. Klar, die werden mich mit einem Auge nicht als Richtschützen einsetzen. Das Risiko ist viel zu hoch. Ladeschütze wäre noch möglich, aber ob ich das will? Er meinte aber zu mir, dass er viele Augenpatienten hatte, die dann in die Ausbildung der jungen Soldaten gegangen waren und ihre langjährige Kampferfahrung weitergegeben haben. Das wäre auch ein wichtiger Beitrag, diesen Krieg zu gewinnen. Ja, das hörte sich gut an, aber mein Platz war eben im Panzerturm. Die Tage vergingen und bald war es soweit, dass ich mit dem rechten Auge offen alleine durch das Krankenhaus und auch durch den kleinen Garten spazieren konnte. Lesen fiel mir noch schwer, aber ich versuchte, die letzten 3 Wochen niederzuschreiben, auch wenn es mir nicht leicht fiel. Zeit dafür hatte ich ja genug. Es sollte noch eine größere Augenoperation folgen, dann würde ich für ein paar Tage nach Hause fahren können. Ich freute mich sehr. War ich doch schon 4 Wochen im Reichsgebiet und noch nicht zu Hause. Dann wurde ich operiert. Das schien auch schnell zu gehen. Es sollten wohl nur erstmal einige kleine Splitter entfernt werden, dann würden die Schwellungen zurückgehen und dann erst konnte man weiterschauen. 3 weitere Tage später durfte ich dann auf Genesungsurlaub nach Hause fahren. Ein Gefreiter begleitete mich zum Zug und in kurzer Zeit ging die Reise los Richtung Hamburg. Ich sollte gegen Abend ankommen und meine Familie war schon über meine Ankunft informiert. Mein Arm war fast schon wiederhergestellt, durfte den aber noch nicht richtig belasten. Der Kopfverband war auch nicht mehr so groß. Und mit dem rechten Auge war ich schon bei 80% Sehkraft. Das war ein guter Erfolg. Die Zugfahrt dauerte dann doch den ganzen Tag und gegen Abend war ich dann endlich in Hamburg. Ich war in freudiger Erwartung, wer mich vom Bahnhof abholen würde, und ich konnte es kaum erwarten, als ich aus dem Zug stieg. Es war nun schon Oktober und es wurde merklich kälter. Da standen sie und warteten auf mich. Der Bahnhof war voller Menschen. Doch ich konnte meine Gudrun gleich erkennen. Schick angezogen wartete sie mit meiner Mutter auf mich. Ich konnte nicht losstürmen, da ich mich mit einem Auge doch etwas mehr beherrschen musste und ich wollte nicht, dass mein linker Arm unkontrolliert irgendwo gegenschlägt oder ich angerempelt werde. Dann endlich konnte ich die Liebe meines Lebens in die Arme schließen. Einen runden Bauch hatte sie schon bekommen, im Gesicht etwas voller, aber noch immer meine wunderschöne Frau. Ich drückte sie langsam, aber vorsichtig an mich. Dann umarmte ich meine Mutter, die auch, wie Gudrun, voller Freude weinte.
Um mich herum waren einige Soldaten, die wohl auch auf Heimaturlaub waren und ihre Liebsten im Arm hielten. Die Zeit schien für uns alle einen Augenblick stillzustehen. Es war sehr tränenreich und selbst mir lief eine Träne aus dem mehr oder weniger gesunden Auge. Gudrun fragte nicht nach der Verwundung. Alle waren froh, dass ich noch am Leben war und endlich wieder zu Hause sein konnte. Meine Uniform war auch angekommen. Meine Besatzung hat mir meine Sachen nach Hause geschickt und die Familie hat alles auf Hochglanz gebracht, damit ich allen zeigen konnte, was für ein toller Kerl ich war. War ich das denn wirklich? Zweifel stiegen in mir hoch. Verwundet, aber mit Orden an der Brust? Ist das die Sichtweise der Heimatfront auf die Soldaten? Die Schrecken des Krieges sollen wir nicht mit nach Hause nehmen. Das müssen wir tief in uns einschließen, denn es will keiner hören. Es soll keiner hören. Wir machten uns auf den Weg nach Hause und ich war nach dem ganzen Trubel froh, dann im Wohnzimmer bei den Schwiegereltern zu sitzen und etwas Kaffee und Gebäck zu mir zu nehmen. Gudrun erzählte mir sehr viel über den anstehenden Nachwuchs. Ob Bub oder Mädel war mir egal, Hauptsache gesund. Mein Vater war mittlerweile auch da, Schwiegermutter bewirtete uns hervorragend und Schwiegervater war noch in seinem Betrieb. Er sollte dann später dazukommen. Wir redeten viel, aber irgendwann war ich dann erschlagen und konnte mich mit Gudrun zurückziehen. Nach so vielen Monaten ist es immer wieder so, als ob man sich neu kennenlernen müsste. Gudrun war aber sofort sehr bemüht um mich und es war schnell wieder so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Ich nahm noch ein ausgiebiges Bad und dann konnte ich mich in die weichen Laken legen. Eine Wohltat. Als Gudrun dann im Nachthemd ins Schlafzimmer kam, hätte ich gerne beide Augen benutzt. Trotz allem wollte ich gerne Gudrun mein Gesicht zeigen und den Verband abnehmen. Ich zeigte ihr mein Gesicht ohne Verband. Ja, ein paar Narben auf der Stirn und am Jochbein waren da schon. Aber sie lachte mich aus und meinte, dass ich nun eben auch einen Schmiss hätte. Das wäre auch flott. Ja, das ist meine Gudrun, immer einen lustigen Spruch. Die Nacht war wundervoll und ich merkte schnell, wie ich diese Zweisamkeit vermisst habe. Am nächsten Morgen konnte ich dann auch mit Schwiegervater sprechen. Er erzählte von seinem Betrieb und dass er seine Erträge nun in Land investiert. Land ist immer stabil im Wert, meinte er. Das ist eine gute Altersvorsorge. Sicherlich hat er da recht. Dann fragte er nach meiner Verwundung. Er selbst war ja im Ersten Weltkrieg auch schwer verwundet worden und meinte, dass es eine Last wäre, also seelisch damit weiterzuleben. Aber nach all den Jahren ist es dann doch nicht mehr ganz so schlimm. Na, das hört man gern. Ich erklärte aber, dass ich mir fest vorgenommen hätte, wieder mit beiden Augen zu sehen. Das linke Auge war ja immer noch da, es sollte nur noch mal operiert werden, damit ich wieder den Iwan ins Visier nehmen kann. Auch meine Schwester kam zu Besuch. Sie erzählte mir auch, dass sie einen guten Freund hatte, mit dem sie viel unternehmen würde. Nur ein Freund, keinen neuen Partner. Ich meinte, sie bräuchte sich vor mir nicht zu rechtfertigen. Das Leben wäre zu kurz, um ewig alleine zu sein. Die Tage vergingen wie im Flug. Ich traf ein paar Bekannte wieder und nur wenige fragten nach meinem Auge. Da mein Gesicht zwar auch gelitten hatte, aber der Teil unter dem Verband war, kamen auch keine dummen Fragen. Ein ernstes Thema kam dann doch auf den Tisch. Der Name des Kindes. Sie sagte mir, dass ich Mitspracherecht hätte, wenn ich am Tage der Geburt auch im Hause wäre. Sie wollte das Kind im Elternhaus zur Welt bringen, wenn es die Ärzte dann befürworten würden. Also war die Hoffnung dahin, dass ich bei dieser Entscheidung was zu sagen hätte. 2 Namen hatte sie schon ausgewählt. Für ein Mädchen Mareike und für einen Jungen Paul. Das war für mich in Ordnung. Rudolf wäre für einen Jungen auch schön, aber wir können ja einen Doppelnamen vergeben, wäre meine Idee. Mal abwarten, was es wird. Irgendwann im Dezember sollte nun der Termin sein. Ich war nicht sicher, wo ich dann sein sollte, aber ich hoffte, dass ich doch irgendwie in Hamburg oder in der Nähe sein könnte. Die Tage verflogen und ich genoss die Zeit zu Hause. Der Herbst kam mit großen Schritten
und es wurde merklich kühler. Kurz vor meiner Abreise wieder zurück nach München fragte mich Gudrun nach meinen Erlebnissen an der Front und auch nach meiner Verwundung. Ich erzählte, was geschehen war, dass ich durch meine eigene Dummheit eine Beförderung, eine Auszeichnung und möglicherweise auch mein linkes Auge eingebüßt habe. Jetzt mit dem Abstand dazu wurde mir auch einiges klar. Alles, was passiert, ist Schicksal und wir können nichts daran ändern. Ob ich wieder zu einer Panzerbesatzung gehören würde, wenn mein Auge verheilt ist? Ja, das konnte ich nicht beantworten. Es würde noch dauern, aber irgendwann würde ich wieder kämpfen, ob im Panzer oder auf einem anderen Wege. Dass ich auch in die Ausbildung kommen könnte, an eine Panzertruppenschule irgendwo im Reich, auch in der Nähe wäre möglich. Ich muss nur erst abwarten, was die Operation bringt. Mein Vater und Gudrun brachten mich zum Bahnhof, aber ich wollte eigentlich nicht weg. Mit der Hoffnung, wieder vollwertig sehen zu können, stieg ich in den Zug. Mein Schiffchen passte nicht so recht auf meinen Verband, aber trotzdem kam ich es irgendwie auf den Kopf. Ich versprach Gudrun, bald wiederzukommen und machte mich dann auf den Weg. Der Zug fuhr bis tief in die Nacht, da wir immer wieder wegen Fliegeralarm anhalten mussten. Auch wurden wir Soldaten im Zug 2- bis 3-mal von den Feldjägern kontrolliert. Meine Papiere waren in Ordnung und ich ließ mir kurz vor München vom Schaffner bestätigen, dass ich diese Verspätung nicht verursacht hatte. Die Schuld, dass ich nicht rechtzeitig da ankam, gab ich den Amerikanern und den Engländern. Morgens um 4 meldete ich mich dann beim diensthabenden Unteroffizier. Er prüfte meine Papiere und ließ mich dann auch rein. Ein anderes Zimmer bekam ich, hier waren nur 6 Mann drin und ich versuchte schnell noch ein wenig Schlaf zu bekommen. Mit all den Erinnerungen an meine Familie, vor allen Dingen an Gudrun und die letzten Nächte, legte ich mich dann hin.